Hallo miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen anders. Und zwar bin ich am Ostersamstag in Sissach auf dem Endless Trail und habe dort den Kurs von Patrick besuchen, www.bike-kurs.ch. Er hat mich angefragt, ob ich Interesse habe und natürlich habe ich Interesse gehabt. In seinem Kurs geht es hauptsächlich um Suspension Settings und das ist für mich sehr interessant gewesen. Was im Video leider ein bisschen wenig überkommt, ist die Herangehensweise von Patrick, wie systematisch dass er das einstellt und wie sensationell gut, dass er dir das erklärt. Das ist sehr eindrücklich für mich. Es ist wirklich Runde um Runde, etwas nachstellen, Runde, etwas nachstellen und nur immer an etwas schrauben, so dass man auch weiss, was man macht und das Gespür dazu bekommt. Und ich hätte nie gedacht, was so wenig Einstellungen für einen riesen Unterschied machen beim Fahren. Richtig cool, ich kann es wirklich nur empfehlen. Natürlich habe ich seine Homepage via den Instagram-Account in der Beschreibung des Videos verlinkt. Wir sind dann auf dem Parkplatz gestartet in Sissach. Der Darren und der Patrick haben zum Glück das E-Bike dabei gehabt, haben mich aufgezogen und nachher haben wir oben am Start vom Endless Trail haben wir dann angefangen mit den Einstellungen und dort fängt jetzt auch das Video an. Richtig coole Sache. Schaut es euch an und wenn ihr Fragen habt, fragt, schreibt Kommentare. Und sonst geht beim Patrick auf der Homepage vorbeischauen. Es lohnt sich wirklich, wirklich eine gute Sache. Ich wollte das mit euch teilen. Und ja, danke fürs Schauen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Video. So, wir sind oben. Dank der Zughilfe von Darren und Patrick ist es recht schnell gegangen. Endless Trail ist heute angesagt und jetzt stellt sich da der Patrick mal vor, dass ihr wisst, was wir heute überhaupt geniessen dürfen, der Darren und ich. Hört gut zu. Ist doch schwierig, was jetzt die Frage ist. Ich bin Patrick, über 30. Ich bin hauptberuflich TÜV-Journalist und teste TÜV und Fahrwerk von TÜV und so weiter und so fort. Und bin auch zum Mountainbiken gekommen, weil ich gerne 2 Rädchen habe und gerne schnell unterwegs bin. Und beim Mountainbiken gemerkt, dass ganz viele Leute ihre Fahrwerke nicht wirklich einstellen, sondern echt so Handgelenk mal Pi und dann fahren. Und wenn TÜV würde das nie jemand machen. Und so die Reaktion beim Mountainbiken ist häufig darauf so, ja, du musst echt besser fahren, wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich nicht gut an. Und es wäre nie jemand auf die Idee gekommen, einem Valentino Rossi oder einem Marc Marquez oder einem Domi Jäger oder so zu sagen, ja, du musst echt besser fahren, wenn er sagt, sein Fahrwerk funktioniert nicht. Und darum habe ich mich dann mehr damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, so, hey, vielleicht wäre das etwas, wo Leute davon profitieren können, wenn man so einen Kurs macht, wo man wirklich mal lernt, wie man es macht und was das so bringen kann, wenn es halt wirklich perfekt auf einem selber und auf die Gegebenheiten angepasst ist. Hey, super, danke vielmals. Sehr gerne. Der Darren und ich kommen heute in den Genuss von dem Ganzen und natürlich gebe ich euch nach dem Ganzen auch ein Feedback dazu, wie das ist und wie sich das Bike anders verhält. Ich bin auf jeden Fall gespannt, bleibt dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Peace. Ist zu viel, definitiv. Tun wir ein bisschen Luft rein. Wenn wir das Ding auftun können. Die Idee, dass man vorne weniger Säge hat prozentual als hinten, ist unter anderem, weil wir ja meistens bergab fahren. Und wir aber der Säge im Flachen einstellen, am bergab fahren, haben wir mehr Gewicht vor und weniger hinten. Das heisst, der dynamische Säge, den man messen kann, wenn man so ein Messsystem dran tut, sollte dann näher beieinander sein, wenn wir hinten 30 und vorne 20% haben. Da lernen wir immer etwas dazu. 40. Perfekt! Sehr gut. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie sich das vielleicht anders verhält. Mein grosses Problem ist, dass nicht viele Referenzen habe. Ich bin ja jetzt einmal den Trail abgefahren. Von dem her ist das noch schwierig. Aber ich habe da volles Vertrauen und freue mich darauf, auf ein super eingestelltes Bike zu haben. Jetzt schauen wir noch hinten. Und das ist ja nur mal Anfang der Säge. Es gibt noch ganz viele weitere Sachen. Jetzt sind wir bei der Grunde. Darum haben wir eine schöne Zeit eingeplant. So, nächster Run. Meine Compression rein, beziehungsweise sorry, der Rebound ist jetzt voll offen, vorne ist er voll zurück. Oh, oh. Wheel Drift. Oh.
aber viel besser, habe ich das Gefühl. Gut. Spannend. So, wieder eine Klickveränderung. Mal schauen, wie sich das verhält. Two-wheel drift. Ja, das ist definitiv die beste Variante bis jetzt. Wir haben jetzt den Rebound in der Mitte. 4 von 7 Klicks. Perfekt. So, den Rebound hinten haben wir fertiggestellt. Das passt. Jetzt sehen wir den High-Speed Compression von vorne. Ja, ist nicht so schön wie der Kollege da mit dem E-Bike. Ich muss immer wieder auflaufen. Aber egal. Probieren wir das einmal. Die Einstellung. So, letzter Test von der High-Speed Compression Einstellung. Also jetzt ist gut. Das ist die beste Stellung bis jetzt. Also, wir sind erst am ersten Stück. Aber es lohnt sich echt. Man merkt schon einen Haufen Unterschied. Mit ganz wenig Klicks. So viel Veränderung. Der anstrengendste Teil haben wir hinter uns. Für mich. So. Case, little bit. Das Velo ist so leicht. Also bei mir auch. Das ist wesentlich besser. Besser? Ja. Low Speed Compression vom Dämpfer. Letzter Test. Fühlt sich bis jetzt ganz gut an. Ja. Sehr nice. Ach, stark. Nicht zu viel. Yes! Ist schon geil. So, jetzt. Dann haben wir schneller Rebound. Schneller Rebound. Schauen wir, ob das besser oder schlechter ist. Testen wir es. Aber viel besser. Wow. Wir haben jetzt noch Rebound von der Feder eingestellt. Bin ich da 3-mal so eine Kurvenpassage gefahren, 4-mal. Immer wieder umgestellt und muss sagen, dass krass, was für Unterschied spürbar sind. Definitiv, das kann ich euch eigentlich nur empfehlen. Hätte ich nie gedacht. So, wir haben alle Setups eingestellt. Jetzt geht es da noch Schluss vom Trail. Wow, wow, fast.
Schon krass, das Setup ist völlig ausmachen. Ich bin jetzt langsam. Aber ich bin jetzt so viel Mal hochgelaufen, hochgefahren. Ich bin total im Arsch. Ohne E-Bike. Aber echt geil. Das kann ich euch nur empfehlen. Könnt unbedingt einmal beim Patrick vorbei, wenn ihr Interesse habt. Natürlich findet ihr den Link und alles von Patrick in der Videobeschreibung. So, wir sind wieder auf dem Parkplatz angekommen. Richtig geil, das hat sich gelohnt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so viel einstellen kann, beziehungsweise vor allem, dass die Einstellungen so spürbar, dass man die so bemerkt. Ich habe keine grossen Vergleichsmöglichkeiten zu dem Bike, aber trotzdem in jeder Runde und Veränderung hat man es wieder gemerkt. Ich kann euch das nur empfehlen. Schaut beim Patrick vorbei, ob Instagram oder der Webseite, völlig egal, es lohnt sich. Ja, und Endless Trail ist immer geil. So Win-Win-Situation. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Daumen hoch da zu lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. YouTube channel is place to be.